Ist es überhaupt wichtig, wo man im Auto einen Subwoofer positioniert? Weil wir haben doch eine Druckkammer, das heißt, ob das jetzt vorne, hinten, an der Seite, in der Mitte oder sonst irgendwas ist, der Druck wird doch insgesamt aufgebaut und das ist doch egal, wo dann irgendwie der Subwoofer positioniert ist oder etwa nicht. Dem will ich heute mal ein bisschen nachgehen. Ich bin der Thomas, ich mache seit 2004 Car-Hi-Fi in meiner Freizeit, hobbymäßig. Bin in der Szene aktiv, ein paar Leute kennen mich, bin auf Wettbewerben, AYA, EMMA etc. unterwegs und ja, will euch hier ein bisschen mal Informationen rüberbringen, die ich mir in den letzten Jahren selber angeeignet habe oder auch woanders geklaut habe und ja, jetzt einfach mal ein bisschen konkret an der Stelle werden, um zu gucken, was ist denn jetzt mit der Position des Subwoofers, ist es jetzt wichtig, ob das Teil im Kofferraum ist, ob das Ding im Fußraum ist, ob das Teil mittendrin ist. Bevor wir aber damit loslegen, ist es wichtig, worüber rede ich überhaupt, wenn ich über Bass spreche, beziehungsweise was gibt es denn für Bass? Gibt es unterschiedlichen Bass? Es wird unterschieden zwischen Tiefbass und Bass. Wenn wir uns Tiefbassbereich angucken, der Tiefbassbereich ist so circa von 20 bis 50 Hertz. Der wird eher wuchtig empfunden und man fühlt ihn fast mehr, als wenn man ihn hört. Das heißt, es gibt halt, ja, ich sag mal so 20 Hertz ist wirklich schwierig, da irgendwie noch was draus zu hören, aber man fühlt 20 Hertz sehr, sehr gut. Es gibt wenige Instrumente, die halt in den Tiefbassbereich tatsächlich reinspielen. Das heißt, so eine Gitarre, ein Cello und Posaune spielen da gar nicht rein. Wenn wir darüber sprechen, was spielt in dem Bereich, dann ist es halt wirklich ein Kontrabass, dann ist es halt irgendwie eine Orgel, irgendwie so Sachen und natürlich die ganze elektrische Musik, die spielt natürlich auch mit diesem Bereich. Im Kino haben wir ganz viel Effekte in diesem Bereich, aber wir sind hier nicht im Kino, wir sind hier im Hi-Fi, also nehmen wir das mal mit raus. Und über dem Tiefbassbereich kommt der Bassbereich. Der Bassbereich ist dann halt so von 50 bis 120 Hertz. Da sind dann halt wirklich die ganzen tiefsten Instrumente drin. Das heißt, da haben wir die tiefste Seite einer Akustikgitarre, da haben wir wieder die Posaune und das Cello. Die spielen da halt wirklich alle in diesen Bereich rein. Es ist ja eher so, wenn man normale Popmusik hört, ist es so der Disco-Bass. Das heißt, es ist halt dieses, was man in der Disco halt hat. Und beide Bereiche sind wirklich notwendig. Also, was heißt notwendig? Wenn man nur den Bassbereich hat, kommen die meisten Menschen damit klar. Ein Küchenradio wird kein Tiefbass machen. Ja? Das ist auch ein normaler Fernseher macht in der Regel kein Tiefbass. Auch normale kleine Lautsprecher machen nicht wirklich viel Tiefbass. Das heißt, eigentlich ist für diesen Tiefbass der Subwoofer da, aber auch für große Teile des Bereiches wird mittlerweile natürlich auch der Subwoofer irgendwann angrenzen mit dem Tiefmitteltöner. Aber ja, die Bereiche kommen so ein bisschen zusammen. Da sollte der Subwoofer halt präsent spielen. Mit präsent meine ich nicht, dass man den orten kann, sondern mit präsent, dass er da ist. Weil wenn man keinen Tiefbass hat, also wenn man ja mit dem Auto fährt und man hat halt keinen Tiefbass, da fehlt halt irgendwie was, dann kommt halt nicht so richtig, es fehlt die Energie, es fehlt der Punch, es fehlt der Spaß an der Sache. Weil Bass ist auch maßgeblich dafür, dass Musik Spaß macht. Klar kann, wenn es jetzt eine Sängerin ist, die relativ hoch singt und dann halt nur mit einem Klavier begleitet wird einem der Bass nicht fehlen. Aber in der normalen Musikmischung, sage ich mal, wenn da halt wirklich der Bass fehlt, wenn da die Bassdrum nicht drummt, dann fehlt einem was, dann macht es keinen Spaß und dann kommt man halt auch nicht freudig zur Arbeit, wenn man mit dem Auto fährt. Und das ist ja das, was wir alle hiermit erreichen wollen, wenn wir unsere Autos umbauen und da Spaß in der Musik einbauen, die Spaß macht. Dann ist das ja dafür da, dass wir ins Auto steigen, irgendwo hinfahren und glücklicher aussteigen, als wir eingestiegen sind. Also das ist zumindest für mich das Ziel, warum ich Musik in mein Auto einbaue. Okay, kommen wir jetzt mal ein bisschen konkreter zu der Sache, worum geht es überhaupt. In meinem Smart habe ich mittlerweile verschiedene Arten von Subwoofer, Positionen. Ja, Position kann man nicht sagen, sondern eigentlich habe ich verschiedene Subwoofer ausprobiert. Als das Auto ursprünglich gebaut wurde, und da verlinke ich auch mal das Video dazu, da habe ich von Eaton den PW8 BR, irgendwie sowas, eingebaut. Also einfach ein kleines Bassreflexgehäuse, wo ein 8 Zoll Eatons Chassis drin ist. Und der war einfach hinter meiner Rücksitzbank. Also hinter meinem Sitz, weil der Smart ist ja nur ein Zweisitzer und direkt hinter meinem Sitz war dann entsprechend das Bassreflexgehäuse für den 8 Zoll. Das war okay, aber irgendwie hat mir, ja, in so einem kleinen Gehäuse, Bassreflexabstimmung ist sehr hoch, das heißt, darunter kommt nicht mehr viel.
Also habe ich den Bassport komplett, also den Bassreflexport komplett zugemacht und hatte quasi dann das gleiche Chassis als geschlossen. Gleiches Chassis als geschlossen bedeutet wirkungsgradtechnisch, dass wir im Bassbereich deutlich an Leistung verlieren, dafür im Tiefbassbereich Leistung dazu kriegen. Also Lautstärke dazu kriegen, nicht Leistung. Okay, das war besser. Bin ich ein bisschen mit rumgefahren. Hat mir nicht gefallen, beziehungsweise hat mir nicht gereicht. Also habe ich mir gedacht, komm, Kofferraum brauchst du eh nicht. Machst du mal was Größeres rein. Also habe ich ein 12 Zoll Chassis reingebaut von SB Acoustics. So, egal. Egal welches Chassis. Auf jeden Fall ein 12 Zoll hinter den Sitz. War lauter, definitiv. Das heißt halt allein von der Membranfläche super cool. Also viel Membranfläche ist super für Subwoofer. Also je mehr Membranfläche, desto besser. Es ist einfach so. Und der kam auch gut. Insgesamt mit meiner Endstufe habe ich dann halt aber nur 100 Watt auf diesen Subwoofer drauf gekriegt. Und auch da gab es tatsächlich Probleme, weil der Bass, der kam nicht so, wie ich wollte. Also habe ich mir gedacht, scheiß drauf, mach's einfach einen zweiten. Da habe ich 2 12 Zoll Subwoofer im Auto gehabt. In einem Smart. Ja, Leute haben mich komisch angeguckt, aber was soll's. Aber auch da, klar, irgendwie zweites Chassis, gleich viel Leistung, heißt, wir haben halt einen Gewinn von plus 3 dB. Aber im Endeffekt hat sich an Problem nichts geändert. Das heißt, ich konnte jetzt zwar alles 3 dB lauter machen, 3 dB ist doppelt so laut. Aber irgendwie kam da nichts. Also es war laut, es gab Bereiche, wo der richtig gut geknallt hat. Aber es gab auch Bereiche, wo ich mir dachte so, scheiße, wir sind jetzt 2 12 Zoll in einem Smart. Ja, das Ding muss eigentlich abheben. Tat's aber nicht. Also war ich ein bisschen deprimiert, habe alles wieder rausgetan und bin eine Zeit lang ohne Subwoofer rumgefahren. Grundsätzlich muss man sagen, dass ein Subwoofer-Chassis immer vom Raum profitiert. Heißt, wenn wir einen Subwoofer in ein Auto tun, natürlich in einem Gehäuse, hat es immer Vorteile für den Bass im Vergleich zu, wenn wir das Teil einfach nur draußen stehen haben. Wenn wir draußen stehen haben, haben wir halt nichts an Raum, was irgendwie angerichtet werden kann oder sonst irgendwas. Im Auto haben wir irgendwie schon eine Art Druckkammer, nicht so eine richtige, weil für eine richtige Druckkammer ist einfach ein Auto viel zu weich. Also wir haben Dichtung, wir haben Lüftungsöffnungen, wir haben ein Stoffschiebedach oder sonst irgendwie was. Das heißt, so eine richtige Druckkammer entsteht da nicht. Außer wir haben natürlich so einen SPL-Panzer, dann haben wir eine Druckkammer und dann kriegen wir die vollen 12 dB Boost durch den Druckkammereffekt in der unteren, also 12 dB Boost pro Oktave in den unteren Bassbereichen. Das ist eigentlich geil, aber das kriegen wir halt wirklich nur hin, wenn wir mit dem Panzer unterwegs sind. Und das zweite ist die Eigenresonanz. Also wir haben aus dem Home-Hi-Fi kennen wir sowas wie stehende Wellen oder Raummoden. Und das habe ich tatsächlich auch, wenn man bei uns auf dem Gästeklo sitzt und halt irgendwie Musik läuft über die Anlage, also über die Home-Hi-Fi-Anlage, dann hat man wirklich den Tiefbass des Todes. Das ist nicht mehr schön. Aber das sind halt Raummoden, das entsteht durch den kompletten Raum und alles. Das haben wir im Auto weniger. Wir haben im Auto eigentlich nur die Eigenresonanz. Das heißt, das Auto je nach Größe. Größere Autos haben tiefere Eigenresonanzen, kleinere Autos haben höhere Eigenresonanzen. Und deshalb gibt's im Auto eigentlich nicht diese Raummodenproblematik, sondern nur die Resonanzfrequenz, auf die im SPL-Bereich natürlich auch hingearbeitet wird. Das heißt, wenn man weiß, okay, mein Auto hat eine Resonanzfrequenz von 45 Hertz, dann versuche ich natürlich den Bassport also den Bassreflexport so zu setzen, dass ich auf diese 45 Hertz drauf gehe, um nochmal einen Boost zu bekommen. Aber das ist dann halt wirklich nicht fürs Musikhören, das ist wirklich nur, um den maximalen Peak zu bekommen. Bis ich in meiner Garage dann aus dem alten Projekt tatsächlich noch einen Frontsub gefunden habe. Ich habe damals in meinem ehemaligen Auto einen Frontsub gefahren, auch 8 Zoll. Ist jetzt auch egal, was für einer, werdet ihr gleich auf den Videos sehen. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, passt der denn in den Fußraum von meinem Smart rein? Natürlich nicht, weil ein VW Subwoofer Frontsub passt jetzt nicht in den Smart rein. Das hat nicht gepasst, also habe ich mir quasi alles irgendwie an Brettern weggeschnitten, die da waren, sodass ich wirklich nur noch das Gehäuse an sich hatte. Das habe ich dann so ein bisschen da reingedrückt bekommen und dachte mir dann aber, warte, bevor du das machst,
Weil wenn ich jetzt einfach nur höre, dann höre ich zwar und dann denke ich mir so, ja, ist cool, aber ich bin davor die ganze Zeit ohne Subwoofer umgefahren. Das heißt, ich war sowieso mit alles, was an Bass jetzt dazugekommen wäre, wäre ich positiv gewesen. Das heißt, ich brauch Zahlen, ich brauche Fakten dafür. Also wieder rausgeporpelt aus dem Loch und mir gedacht, komm, ich mache mal Messungen. Und zwar habe ich mir einfach mal ein Messmikrofon an meine Hörposition gesetzt. Klar, wie man jetzt genau misst, muss ich noch unbedingt Videos nachliefern für euch. Also ein Video, wie man richtig wedelt, ist noch geplant. Aber erstmal auf dem Stativ, damit ich immer eine feste Position habe, damit ich da keine Abweichung habe, so von wegen, ja, hier gesessen, nicht gesessen, irgendwie falsch gewedelt oder so ein Spaß. Einfach nur Position. Endstufe eingestellt, das heißt Endstufe hatte halt immer den gleichen Pegel, Endstufe hatte keine Filter drin, das heißt alle Messungen, die ich gemacht habe, waren komplett ohne Filter. Heißt auch keine Weichen. Das Subwoofer ist einfach von 0 bis 10.000 Hertz einfach glattes Signal, glattes Rauschen drauf gegeben und einmal einfach messen lassen, wie sieht es denn aus. Und dafür habe ich verschiedene Positionen benutzt. Ich habe einmal den Subwoofer einfach hinten, also den Frontsub, damit wir immer von dem gleichen Gerät, gleichen Gehäuse, was weiß ich was gesprochen haben. Ich habe einfach mal einen Frontsub genommen und habe den hinter mich gelegt, also hinter den Sitz. Dann habe ich das gleiche nochmal gemacht, indem ich den gedreht habe und dann die Heckklappe spielen lassen habe. Dann habe ich das gleiche nochmal gemacht, indem ich den runter spielen lassen habe, das heißt als Downfire-Prinzip. Dann habe ich das Teil genommen, einfach in den Fußraum reingestellt, das heißt, dass er in den Raum gestellt hat und ich habe ihn quasi in die Position getan, wie ein Frontsub in der Regel dann halt so, wie er da gebaut ist. Und zwar hat er dann halt gegen die Spritzwand gespielt. Ich habe das Gehäuse, das passt natürlich nicht in Smart, das heißt, ich habe so ein bisschen da reingedrückt bekommen. Das ist in keinster Weise passend, das kann definitiv noch weiter ran. Aber ich glaube, das hat so ein bisschen gezeigt, okay, was ist denn? Was macht der Raum überhaupt? Was macht die Position des Subwoofers, wenn ich die halt irgendwo anders hinstelle? Und an jeder Position habe ich mir einmal eine Kurve von REW zeichnen lassen. Und die Kurven gucken wir uns jetzt am besten einfach mal an. Wir betrachten nur den Bereich von 20 bis 200 Hertz. Das ist quasi nur der Bereich, der irgendwie interessiert für einen Subwoofer. Unter 20 Hertz hören wir eh nicht. Wenn wir gegen die Heckklappe spielen, dann sehen wir eigentlich einen interessanten Verlauf. Wir haben einen massiven Peak bei 80 Hertz. Und ansonsten haben wir eine Welligkeit von um die 10 Hertz, zwischen 20 und 30 und 40 und 55 Hertz. Im Prinzip sieht das ja fast brauchbar aus. Wir müssten ja quasi nur den großen Buckel glatt ziehen und dann könnten wir da noch ein bisschen nachfeilen, dann wird das passen. Aber wenn wir bei 20 Hertz halt so viel aus dem 8 Zoll rauskriegen, dann frage ich mich, okay, wo bleibt denn der Wirkungsgrad von dem Chassis? Weil der hat ja dann zwischen 30, 40, 50, 60 das Gleiche, das ist unnormal. Als nächstes habe ich mir das mal angeschaut, wenn das halt einfach nur nach oben spielt. Wir sehen hier einen Unterschied von 2 dB bei 30 Hertz und hier haben wir weniger. Das sind halt da so 1 dB minus. Als nächstes gucken wir uns mal den Vergleich zum Downfire-Prinzip an. Der spielt nach unten gegen den Boden, also gegen den Motor, und da sehen wir natürlich krasse Unterschiede. Wir sehen den kompletten Bereich zwischen 60 bis Ende ist deutlich geboostet. Wir haben bei 30 Hertz einen Unterschied von 5 dB, die halt an der größten Stelle geändert ist. Allein nur dadurch, dass wir den Subwoofer nach unten gedreht haben. Über den kompletten Verlauf haben wir mehr Pegel. Bei 80 Hertz, der Buckel, den wir reduzieren haben wir ein bisschen weniger. Aber ansonsten ist das alles ein bisschen glatter. Also ist Downfire auf jeden Fall besser als nicht Downfire. Den Subwoofer im Raum, der zeigt er wirklich nur in den Raum rein und wir sehen, wow, was ist hier passiert. Wir sehen im unter 38 Hertz sehen wir tatsächlich einen Abfall von 1 dB, 1,5 dB vielleicht.
Das heißt, das ist alles ein bisschen weniger. Dafür haben wir einen riesigen Unterschied zwischen 77 und 37 Hertz. Das heißt, der komplette Bereich, der quasi leer war, der einen riesen Abfall hatte, der hat jetzt im Vergleich zur Kofferraumplatte einen Boost von 10 dB. Das heißt 10 dB plus, das ist unglaublich viel. Und wir haben nichts geändert. Wir haben einfach nur die Position des Subwoofers geändert. Wir haben nur den Subwoofer von hinten nach vorne getan. Wenn wir jetzt nochmal Subwoofer gegen die Spritzwand aktivieren, da sieht man nochmal Unterschiede. Ich blende mal ein bisschen was aus. Wir sehen insgesamt da, wo es am meisten gefehlt hat, sehen wir am meisten Boost. Das heißt, gerade hatten wir im Bereich von 36 bis 40 haben wir weniger Pegel, haben wir 1 dB weniger. Aber wir haben deutlich mehr Gewinn in einem breiteren Feld. Sowohl vorne als auch hinten haben wir einfach mehr durch die Downfire-Version, durch die gegen die Spritzwand. Und das heißt, wir können da was Schönes modellieren mit unserem Tiefmitteltöner. Das heißt, die schöne Flanke, eine schöne Addition bekommen. Und der war ja jetzt auch noch nicht ganz an der Spritzwand, weil ich habe ihn ja nicht ganz rangekriegt. Das heißt, wenn ich das Gehäuse so baue, dass es halt maximal an die Spritzwand rankommt und auch dicht kriegen, dann glaube ich, kriegen wir da noch mehr raus. All diese Ergebnisse sind auch unabhängig vom Chassis. Das heißt, egal was für ein Chassis ich da jetzt reingetan hätte, ich habe ja nichts geändert, so am Gehäuse, Chassis, Einstellung oder sonst was. Ich habe wirklich nur die Position geändert. Das heißt, diese Unterschiede, wenn man sich nur die Deltas anschauen würde, die würden halt einfach mit jedem Chassis passieren. Egal was für ein Chassis ich da rein tue, würden genau die gleichen Sachen passieren, weil es der Raum ist, der halt da uns in die Karten spielt oder auch nicht. Aber wie kommt es denn jetzt dazu? Also warum hat ein Subwoofer so krasse Unterschiede, je nachdem, wo ich hier hin tue? Also wir haben jetzt halt in der Maximalspitze haben wir 13 dB gesehen. Das ist mehr als 4-mal so laut in einem bestimmten Frequenzbereich. Das heißt, ein Subwoofer ist 4-mal so laut, wie wenn ich ihn einfach woanders hinstelle. Also einfach nur die Überlegung her ist halt 4-mal so laut, ist halt sehr viel mehr Leistung da reinpumpen, damit er überhaupt so viel lauter sein könnte, und dann wird man wahrscheinlich schon lange das Chassis gegrillt haben, weil der gar nicht so viel ab kann. Also wie kann das denn halt sein? Und das Problem, was wir im Auto haben, ist halt in der Regel die Druckverhältnisse. Je nachdem, wo der Subwoofer ist und je nachdem, wie das Auto von der Größe her ist, das heißt wie die Wellen spielen, haben wir einen Druckminima, haben wir Druckmaxima etc. pp. Heißt, wenn wir ungünstig sitzen, wenn der Subwoofer einfach da ist, wo wir das Minimum an Druck haben, dann kann er so viel da rumpumpen, wie er will. Wir werden es nicht wahrnehmen, weil es halt einfach nicht da ist, genauso wie im Gästeklo. Aber wenn ich halt meinen Kopf irgendwie in den Fußraum tun würde, dann wäre der Bass da. Super, bringt mir nicht viel, also muss ich halt irgendwie mit dem Bass hin und her wandern. Wo der Subwoofer in einem Kleinstwagen sein soll, hat eigentlich auch schon Didi erklärt. Ich weiß nicht, Didi, wer den nicht kennt, Didi aka Fortissimo, auch in der Szene bekannt. Top-Händler, Vertrieb etc. pp. Kann ich nur empfehlen. Ich verlinke mal eine Präsentation von ihm. Er hat schon in dieser Präsentation geschrieben, ja, in einem Smart ist die einzige Position, wo du halt einen Subwoofer richtig verbauen kannst, der Front, also quasi vorne in der Spritzwand, weil das die einzige Position ist, wo dann halt der Abstand zwischen Chassis und Ohren und quasi Ende des Autos halt möglichst weit auseinander ist. Das funktioniert, also man muss halt immer auf die Linie achten sozusagen. Das heißt, das sollte dann schon eine Linie sein. Im VW-Bus zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, natürlich den Subwoofer ganz hinten ins Auto reinzutun. Das heißt, wenn wir den Subwoofer ganz, ganz hinten in den VW-Bus tun, ist das natürlich ein sehr, sehr weiter Unterschied zu dann halt Kopf und Scheibe. Das ist schon cool. Kann aber natürlich ein bisschen an Präzision verlieren, weil halt sehr viel Raum dazwischen ist. Cooler in VW-Bus ist es, den Subwoofer einfach als Downfire unterm Sitz zu tun, weil wenn man halt im VW-Bus sitzt, dann hat man halt, der ist ja relativ hoch, und wenn wir Downfire unter den Sitz spielen, dann ist halt die Strecke von unterm Sitz im Verhältnis zu Kopf und Dach ist hier, halt auch
ganz krass unterschiedlich. Das heißt, auch hier, wenn wir uns hier einfach mal eine Linie durchziehen, wäre das halt ein krasses Verhältnis. Und um dieses Verhältnis geht es halt immer. Heißt, wenn ich hier die Scheibe habe, hier sieht man es, hier die Scheibe habe und hier den Subwoofer hin tue, werde ich keinen Bass spüren. Da wird halt einfach nichts da sein, weil ich genau in der Mitte sitze und da wird einfach nichts vorhanden sein. Deswegen möglichst weit weg und am besten in der Ecke. Das heißt, bei einem Kombi oder so ins Seitenteil, ganz hinten in die Ecke. Das heißt, dann haben wir halt den Boden, wir haben die Kofferraumplatte und halt das Seitenteil. Das ist optimal für einen Bass, um da möglichst präzise und gut rauszuspielen. Ansonsten halt immer auf das Verhältnis achten zwischen Kopf-Woofer und Kopf-Auto-Ende-Position. Heißt für mich, ich muss ein Frontsub bauen. Frontsub schön mit GFK rumgematsche und halt angeformt und mache ich alles und zeige ich euch auch dementsprechend. Wenn ihr das halt sehen wollt, lasst bitte ein Abo da, lasst ein Like da, ein Abo, was auch immer, und damit könntet ihr mich halt nochmal weiter unterstützen, damit ich weiterhin Zeit habe, so lustige Videos zu machen wie hier. Wenn ihr euch jetzt aber fragt, okay, jetzt hat er einen Frontsub, aber wie wird der dann überhaupt angesprochen? Wie braucht man da jetzt ein DSP für? Was für ein DSP oder die DSP-Endstufe? Da verlinke ich euch mal ein paar Videos. In dem Fall zu der zu dieser Stufe hier, der ESX Vision, und zu der PSX Ultimate verlinke ich mal 2 Videos, die könnt ihr euch angucken, wo ich halt die beiden Endstufen, das sind beides DSP-Endstufen, einmal zeige. Und ja, mit denen kann man sowas zum Beispiel betreiben. Muss man nicht, aber kann man. Ich wünsche euch viel Spaß.